Moin aus der Meile-Werkstatt. Björn, was haben wir heute vor? Heute geht es einmal um den fachgerechten Einbau einer hydraulischen Lenkhilfepumpe. Wir haben hier eine Pumpe eines Kunden, der diese Meile-Pumpe verbaut hat. Leider kam es hierbei zu einem Einbaufehler. Zum einen kann man sehr gut hier am Rotor sehen, dass hier Fraß- und Schleifspuren zu sehen sind. Das kommt daher, dass die Pumpe nicht mit Hydrauliköl befüllt war, als der Motor gestartet worden ist. Zusätzlich lässt sich noch sehr gut erkennen, dass hier Späne im Öl waren. Öl wurde praktisch nicht gewechselt, bevor die neue Pumpe verbaut worden ist. Michael, ich würde vorschlagen, du zeigst einmal unseren Zuschauern, wie wir das System korrekt spülen. Zum Spülen benutzen wir das vom Hersteller freigegebene Servoöl. Das ist wichtig, weil ein falsches Öl in der Pumpe und im Lenkgetriebe Schäden verursachen könnte. Unser Öl hat die Herstellerfreigabe. Das Problem wird somit auch schon mal erledigt. Um euch bei der Arbeit zu unterstützen, haben unsere Hydraulikpumpen diese Checkliste. Das heißt, befolgt diese Checkliste und ihr umgeht die hauptsächlichen Probleme in der Werkstatt. Ihr fangt an, das System wird gespült mit neuem Öl. Danach wird der Ausgleichsbehälter mit Filterelement gewechselt. Nach dem Pumpenwechsel erfolgt dann noch das Entlüften des Systems und somit habt ihr die 3 Hauptursachen für defekte Pumpen schon umgangen. Das System wurde jetzt ordnungsgemäß gespült. Man hat sehr gut am neuen Öl gesehen, was aus dem Rücklauf kam. Als zweiten Schritt müssen wir nun den Filter tauschen. Der Filter ist bei vielen Fahrzeugen, eigentlich fast allen Fahrzeugen, im Ausgleichsbehälter vorhanden. Um das ein bisschen sichtbarer zu machen, habe ich hier mal einen Ausgleichsbehälter durchgeschnitten und man sieht sehr deutlich, dass hier ein Filterelement vorhanden ist. Der alte Behälter wurde jetzt gegen den neuen getauscht, wie ihr gesehen habt, mit dem innenliegenden Filter. Als nächsten Schritt werden wir jetzt die Pumpe tauschen. Vor dem Einbau der neuen Hydraulikpumpe ist darauf zu achten, dass man die vorbefüllen muss. Dazu entnimmt man den Abschlussstopfen, befüllt die Pumpe über die Saugseite, entfernt dann den Stopfen von der Druckseite und dreht das Pumpenelement so lange, bis das Öl aus der Druckseite rauskommt. Dadurch ist die Kammer vorbefüllt. Sobald das eingefüllte Öl tropfenweise aus der Hochdruckleitung rausgeht, ist die Pumpe vorbefüllt und kann nun eingebaut werden. Beachtet bitte, die wieder zu verschließen, um nicht das neu eingefüllte Öl beim Einbau ausfließen zu lassen. Achtet beim Einbau der Pumpe auf die vom Hersteller vorgeschriebenen Anzugsdrehmomente. So, die neue Pumpe ist verbaut. Bevor wir jetzt allerdings den Motor anschmeißen, muss zwingend einmal das System entlüftet werden. Dazu gehen wir wie folgt vor. Wir drehen wieder das Lenkrad und entlüften damit. Gleichzeitig füllt der Michael vorne das Reservoir auf. Das System ist entlüftet und der Füllstand ist jetzt komplett voll. Um die letzten Luftbläschen zu entfernen, ist es nötig, denselben Vorgang nochmal durchzuführen bei laufendem Motor. Nachdem wir jetzt den Motor gestartet haben, sieht man deutlich im Ölreservoir hier, dass noch ein paar Luftblasen im Öl sind, also ein bisschen schaumig. Man überfüllt jetzt in diesem Stück ein bisschen den Ausgleichsbehälter und nach einiger Zeit, nach ein paar Kilometern, nach ein bisschen Fahren, kann man dann den Ölstand wieder kontrollieren und gegebenenfalls richtigstellen. Das war es erstmal soweit von uns. Ich hoffe, dass wir euch helfen konnten. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß. Tschüss.